Hallo, mein Name ist Charlotte und ich bin Gärtnerin. In diesem Video zeige ich dir, warum die Hygiene bei der Gemüseernte so wichtig ist und worauf du achten solltest. Bei der Gemüseernte wird aus einer Pflanze ein hochwertiges Lebensmittel. Deshalb steht die Hygiene immer an erster Stelle. Das Thema ist aber vielschichtiger als du denkst. Es fängt bei deiner Gesundheit an. Du solltest nur mit Lebensmitteln arbeiten, wenn du dich ganz gesund fühlst und keine Krankheitssymptome oder meldepflichtigen Krankheiten wie Hepatitis oder Tuberkulose hast. Eine Übersicht und nähere Informationen findest du zum Beispiel auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts. Solltest du dich unwohl fühlen, sage bitte deinem Vorgesetzten oder einem Gruppenleiter Bescheid. Bei deiner Kleidung solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass sie deine Arme und deine Beine vollständig bedeckt, um eine Verunreinigung der Ernte durch Körperflüssigkeiten zu vermeiden. Außerdem ist sie dein textiler Sonnenschutz. Zusätzlich solltest du bei der Gemüseernte keinen Schmuck tragen, da er sowohl für dich als auch für andere eine Verletzungsgefahr darstellt. Nimm also Armbanduhren, Halsketten oder Ohrringe ab oder lasse sie direkt zu Hause. Bevor du mit der Arbeitsvorbereitung beginnst, ist es wichtig, dass du deine Hände und deine Unterarme mindestens 20 Sekunden lang gründlich mit Seife wäschst, mit Papierhandtüchern abtrocknest und desinfizierst. Desinfektionsmittel können ihre volle Wirkung nur dann entfalten, wenn deine Hände richtig trocken sind. Sollten deine Hände bei der Desinfektion noch feucht sein, wird das Desinfektionsmittel verdünnt und wirkt nicht richtig. Wusstest du, dass aus einer Bakterie auf deiner Hand innerhalb von 7 Stunden 2,1 Millionen werden? Bei einer durchschnittlichen Hand mit normalem Besatz sind das ca. 25,5 Milliarden Bakterien und Keime. Es macht also Sinn, deine Hände häufig und gründlich zu waschen und zu desinfizieren. Schnittverletzungen oder offene Wunden solltest du mit dafür vorgesehenen Pflastern abdecken. Alle wichtigen Hinweise zu den Themen findest du auch auf den Hygieneaushängen auf deinem Betrieb. Auf dem Feld gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Der Betrieb, auf dem du arbeitest, muss dir am Feld oder in unmittelbarer Umgebung eine Toilette und eine Möglichkeit zum Händewaschen bereitstellen. Arbeite außerdem nur mit sauberen Werkzeugen und reinige sie am besten täglich. Deine Pausen zum Essen, Trinken oder Rauchen machst du nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. Häufig gibt es dazu einen Platz am Feldrand mit Sitzgelegenheiten und Getränken. Das ist wichtig, um eine Verunreinigung des Gemüses zu verhindern. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie solltest du zusätzlich einige Dinge beachten. Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft oder über kontaminierte Hände auf die Schleimhäute in Mund, Nase oder Augen übertragen. Deshalb ist es wichtig, dass du dir vor und nach jeder Pause ausgiebig die Hände wäschst, trocknest und natürlich versuchst, den nicht ins Gesicht zu fassen. Außerdem solltest du jederzeit einen Abstand von 2 Metern zu anderen Menschen einhalten und eine Gruppenbildung, vor allem in der Pause, unbedingt vermeiden. Wenn du Arbeitsschritte durchführst, bei denen du den Mindestabstand nicht einhalten kannst, solltest du einen Mundschutz tragen. Trage ihn am besten immer um den Hals, um ihn notfalls schnell anlegen zu können. Niese und huste bitte immer in ein Taschentuch oder deine Armbeuge und desinfiziere dir danach unverzüglich deine Hände. Vermeide unbedingt eine Kontamination des Gemüses oder anderer Personen. Solltest du Fieber oder ähnliche Krankheitssymptome bekommen, verlasse bitte sofort das Feld und informiere unverzüglich telefonisch deinen Vorgesetzten oder Gruppenleiter. Außerdem solltest du einen Arzt informieren. Du fragst dich jetzt, warum wir so großen Wert auf Hygiene legen? Das Gemüse wird nach der Ernte ungewaschen in den Handel gebracht oder direkt verkauft. Würdest du im Supermarkt gerne zu Ware greifen, wenn du nicht wüsstest, ob du sie mit ruhigem Gewissen essen kannst? Vermutlich nicht. Lass uns deshalb nochmal kurz zusammenfassen, worauf du bei der Hygiene achten musst. Arbeite nur, wenn du wirklich gesund bist. Trage angemessene Kleidung und lege deinen Schmuck ab. Wasche dir regelmäßig die Hände und decke Verletzungen mit Pflastern ab. Benutze nur saubere Werkzeuge. Und mach deine Pause nicht auf dem Feld, sondern auf den dafür vorgesehenen Plätzen. Der Betrieb, auf dem du arbeitest, hat zu diesem Thema ein Formular vorbereitet, auf dem du mit deiner Unterschrift diese Hygieneschulung bestätigen musst. Du weißt jetzt, welche hygienischen Vorkehrungen du für deine Arbeit auf dem Feld treffen solltest. Im nächsten Video geht es um Arbeitskleidung und Arbeitsschutz.